Ja, hi zusammen. Wir haben uns hier zusammengefunden, um dieses Spiel hier zu zocken, King's Bounty 2. Sind echt gespannt drauf, bleibt dran. Neues Spiel, King's Bounty 2. Welche Art Charakter spielt ihr normalerweise? Sag mal, was es gibt. Also, das ist meins. Krieger. Machen wir Auf auch die weiter Fresse, runter. hör auf mit der scheiß Zauberei. Das ist wahrscheinlich was für dich. Also es sind schon mal weibliche Charaktere, das liegt mir schon mal mehr. Okay. Paladin. Ein weiblicher Paladin, oh? Oder soll das ein Kerl sein? Nee. ich glaub, das das ist Wow. Elisa heißt, glaube ich. Ah, ja. Ich habe mir nur das Model angeguckt, nicht so auf den Namen. Ich bin normalerweise mehr so beim Magier. Ja, mag Echt? ich auch nicht Ja, schlecht. Ja, ja. Aber komm, du hast den, Ja, komm, du hast den fängst an zu Controller. spielen. Nee, ihr sollt ja nee, damit mach nachher ruhig. auch spielen, ich meine. Nee, mach ruhig, mach ruhig. Also ihr wollt Magier spielen, dann werde ich jetzt das erste Mal in meinem Leben einen Magier spielen, dann wird es noch lustiger. Wissen zum nächsten Zauberin. Gemeinen Volk. Guck mal, sie wird vom gemeinen Volk gefürchtet. Der Pöbel, der Pleb hasst uns schon mal. Ja, raus aus deiner Komfortzone. Ich finde das gut, du solltest das machen. Auf. Ich hasse Magier. Hex. Und es beginnt im Knast, großartig. Ist auf jeden Fall schon mal ganz gut vertont. So. Aber geil finde ich, wer weiß, wie lange sie schon in dem Kerker ist, aber Zeit, fett den Kajal drauf zu kloppen, hatte sie irgendwie. Ne? Du kannst entscheiden, ob du irgendwie so ein Anarchist wirst oder ob du ein rechtschaffender. Das würde mich jetzt mal interessieren. Was spielst du, rechtschaffende Charaktere? Oder? Keine Ahnung, das kommt nur auf die Situation drauf an. Ja. Ja? Wenn mir einer dumm kommt, dann bin ich auch dumm zu ihm. Und wenn da jetzt jemand, keine Ahnung, das so. Welches Star Wars Spiel war das denn Hab ich nochmal? nicht. Wo, Knights of the Old Republic? weiß ich nicht mehr genau, aber da konntest du dich halt auch entscheiden, ob du auf der guten Seite der Macht landest oder auf der dunklen Seite. Und ich habe mich mehr bemüht, auf der guten Seite zu landen. Und ganz zum Schluss war er dann doch auf die dunkle Seite Also abgerutscht. es scheint Ich hab's aber nicht auf jeden einmal Fall geschafft. auch gameplay-technische Auswirkungen zu haben, weil da unten steht dann halt, wenn die Persönlichkeit stärker ausgeprägt ist, dann kann man halt gewisse Taten nicht mehr machen. Ja, Geil. klar, das ist ja meistens so, ne? Ich meine, wir können jetzt natürlich einfach auf unsere Intuition hören oder wir können uns vornehmen, wir versuchen immer so evil möglich zu sein oder irgend sowas. Ich bin eigentlich nie so evil möglich. Ja, aber wir können das jetzt Ja, gerne auch machen. das! das Raus aus der wurscht. Komfortzone. Okay, raus aus der Komfortzone. Ich meine, guck dir die an, die hat sau viel Kajal drauf, die ist sau evil. Genau. Was? Harry Potter Style. Da sieht man wieder, wie schön das Mittelalter einfach war. Da lag überall Geld rum. Da sind die Leute einfach mal angekerkert worden, bis sie verrotten. Wer romantische Vorstellungen vom Mittelalter hat, kann ja mal nach der Oubliette googeln. Oh, ein Skilltree. Talentpunkt, aber wir haben keine. Yay, super, die Hälfte unserer Leute sind tot. Geil. Fuck. Scheiße. Okay, ihr habt jetzt gesehen, wie man es nicht spielt. Jetzt seht ihr, wie man spielt. Viel Spaß, Till! The witch Amarantha. Der größte She Köcher lives der on the Welt. mountain. Her magic compels me to attack travelers, but she's also... Ein ganzes Surfbrett auf dem Rücken gefallen. I've said too much. Oh, die Pferdsteuerung. What? Ich bin zack. Ah! Ist gar nicht. Woher schon? Das gibt's ja nicht. Kannst Nee, ich bin Also zack. zurück? Ich bin wirklich zack. Ich mache es jetzt so, pass auf. Hast du einen Führerschein, Till? guck mal. Man sieht sogar. Oh, guck mal, Ist in sie hat der sich Tür. gerade ihre Fingernägel angeguckt, aber. Wie weit muss ich weglaufen, bis das Pferd kommt? Das Pferd steht auf Geil. dem Arsch im Gitter. Oh, Das ist weg. Genau. Teleporter-Pferd. Bombarda Maxima. this desecration and destroy Was the tut der? spirit itself. Drama, Baby. Abnippeln. Drama. Komm, wir gehen unserem Ende einfach entgegen. Was wartet auf uns? Aber guck mal, der macht jetzt nicht so krass Schaden. Nee, der Bär war schon... Der Oh. macht krass Schaden. Ah, genau, speichern wollten wir vor dem Kampf. Wir kriegen jetzt einfach hier einmal auf
das Fressbrett und dann annehmen. Ja, GG. Und tschüss. Ja. Victory! Ja, der war jetzt aber auch deutlich einfacher, der Kampf. Aber ich frage mich eher, was hat er für Hände früher gehabt, als er noch kein Skelett war? Warum haben wir eigentlich eine Armbrust auf dem Rücken? Das habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt. So, Ja, bin warum ich haben wir froh, die vorhin gekriegt? bin ich froh, dass wir eine Armbrust dabei haben. Verkauf mir Kriegerskelette. Day and night. Something tells me the cemetery ghouls have a new master. Ich glaube, das macht es voll einfacher, wenn der Luzi die Krone die ganze Zeit tragen muss. Weil die sieht aus, als würde sie ihm nicht passen. Northern territories. I am Genau, schön ausbalancieren. Schön ausbalancieren. Willst du mir damit sagen, dass ich einen großen Kopf habe? Nein, den Swagster. Du kannst es auf dem Ohr anlehnen vielleicht. Also, so einfach so, du musst dir das im Gleichgewicht halten. Das ist Sie super. ist halt einfach nicht Careful, wirklich Baron tragbar. Darius. Nee, das Necromancy is a Haben wir dich Doch. gerade ab? Ja, das Ich ist find's super. schon. Also wenn du so Ja, bleibst, das das ist sieht bestimmt gut aus und ist morgen gut für deinen Nacken. Ja, das ist super. Siehst du? Oh, jetzt weiß ich nicht, was er gesagt Wo ist hat. das wir können mit dem Du kannst handeln. jetzt handeln, ist egal. Oh, wir können Skelette kaufen. Verkauf deinen Scheiß, kauf nur Skelette. Probier mal, ob der Gaul durch das Tor passt. Ja, viel Spaß mit der... Ah, guck mal dahin, rechts ist der Teleporter. Wieder absteigen wahrscheinlich früher. Ja. Kannst aber auch einmal drum rumrennen. Gerade die Absteigen. Credibility Ja. an Navigation direkt wieder verspielt. Lese anders darum, dann hältst du besser. Viel massiver als ich dachte. Der Königsrabi. Königslobby. Kauf mir kleiner Kram wahrscheinlich. ab! Kauf Funktioniert so rum wirklich besser bei ihm. Guck mal. Hast du Super. ihn... So Conan-mäßig. Nee, ich dachte, das ist so eine Art Roman Guck Helmet. mal kurz, da war doch gerade was. Ey, Junge. Ey. What do you do? Ey. 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 Ah, geil, man kann die anfügen. Ey. So, jetzt Scheiße loswerden. Nee, bei dem Zwerg hast du gesagt, gell? Beim Zwerg. Das ist kein Zwerg. Kauf mir Scheiß ab. Das ist kein Zwerg. Entschuldigen Sie, ich habe hier einen Haufen Scheiße. Wollen Sie mir dafür Gold geben? Ey, kauf mir Scheiß ab. Ja, geht doch. So, jetzt muss er wahrscheinlich mit dem... Ja, hier, guck. Ja, die würde ich nicht verkaufen. Aha. Hey, Moment, wenn da steht, dieser Gegenstand kann verkauft werden, Aha. alles weg, wir brauchen sau viel... Oh! Und jetzt... Jetzt gehen wir nochmal zu dem anderen, machen alles auf Reserve und holen uns eine komplette Knochenarmee. Achso, da ist das Pferd. Mach mal. Scheiße. Aber Moment. Das geht vielleicht. Du kannst jetzt auf ihn drauf. Auf dem Pferd. Auf dem Kannst Pferd jetzt auf den drauf, auf den sieht das die Lippen. Aber dass wir jetzt das Gold natürlich auch sinnvoll nutzen, ist klar. Ghoul-Armee, oder? Ja. Ghoul-Armee oder Skelett-Armee? Ja, beides gut. Beides ist cool. Aber mach mal Markierung entfernen, vielleicht weil die Markierung da drauf ist. Ja. Also. Ja. Habe ich so einen Stolperstein für dich gelegt. Super. Habe ich auf den Portal hab ich so eine Markierung gesetzt. Dann so ein Test wie bei so Affen, weißt du? Kann man runterfallen? Oh, super! Oh, das stört mich jetzt aber in meiner Immersion. Alter! Okay, viel Spaß dir beim Scheitern zuzugucken. Das ist die Krone. Also ich merke schon, ich habe das. Alles klar. Und da gibt es auch 5 Stück von. Ich wusste, warum ich den Controller Nacht. abgegeben habe. Nach meinem Kampf, den ich ohne Verluste. Okay, vielleicht hole ich die Armbrust doch nochmal zurück. Die wird ja bestimmt auch nichts bringen, diese kleine Armbrust.
Versuche mal erst die irgendwie wegzufletzen. Ich würde erstmal speichern. Ach, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Die haben uns eingefahren. Oh, und die Skellies. Weil die Skellies haben ja erhöhte. Oh, die Skellies kriegen von 2 Einheiten auf die Fresse. Oh. Trommelt eigentlich da die ganze Zeit jemand auf so einer Rahmentrommel rum? Oh ja. Jetzt so schwenk rüber, dann sitzt da Jan daneben die ganze Zeit. So, während der Kampf. Bedeutet das, der macht jetzt gar keinen Schaden? Ja, weil Ja, du das- den du anderen kannst treffen auch kannst, nicht weil du angreifen. durchgestrichenes Auge. Das geht. Ah. Und das macht gar keinen Schaden, hast recht. Also mach's, weil du kannst nichts anderes tun. Da verkauft man einmal irgendwie alle Zauberrollen und schon ist man geliefert. Und vorbei. Niederlage. Konsequent. Hätten wir die anderen verkaufen können und dafür eine Ghoul-Armee kaufen können, hätten wir es Wäre geschafft. saugut gewesen. Ja, jetzt haben wir mal ein bisschen angezockt. Wie fandet ihr es? Auch erster Einblick, ganz cool. Setting ist geil. Also ich stehe auf so Fantasy-Kram. Ja. Wir haben es jetzt natürlich nur so ganz kurz gespielt. Mir hat es schon gefallen, dass dann irgendwann die Skelette und die Ghule kamen. Ich hätte halt gern noch Drachen und was weiß ich was alles in meinen Einheiten. Dass ich die ganzen Menschen raus mit denen Das ganze Gesocks Ja. rausschmeißen. und nur mit Monstern kämpfen, das fände ich schon geil. Ich finde auch am Anfang die Burg und so, man wird schön in die Welt geschmissen, so finde ich. Ja, schön ist, dass viel begehbar ist und man viele Sachen finden kann. Ich glaube, sind wir jetzt so durchgerusht. Ich meine, über die Story können wir jetzt gar nicht so viel sagen, weil wir haben ja so die Sachen weggedrückt. Ich erwische mich da auch immer mal wieder dabei, dass ich das auch tue, wenn ich so zocke, weil ich einfach im Battle-Modus bin. Und Du brauchst mehr Geduld, mein Freund. Mal ein bisschen entschleunigen, das Leben. Mal King's Bounty 2. Ja, das Setting hat mir auch sehr gut gefallen. Ich verbringe ja manchmal, auch bei anderen Spielen, so einfach viel zu viel Zeit damit, auch mich einfach nur in der Gegend umzugucken. Okay. Sowas, also gar nicht so questen oder so, sondern so dahin stellen, ach, sieht das schön aus, geil, und weiter gucken und ja. Deshalb Also hätte ich das Spiel jetzt allein für mich privat gespielt, wäre ich das auch ganz anders angegangen. Ich hätte mir jeden Winkel angeguckt, hätte jeden Stein umgedreht und hätte mir alles erstmal im Menü angeguckt, was macht denn welcher Wert und so. Da mussten wir jetzt so ein bisschen irgendwie so auch, um es ein bisschen entertaining zu machen, mussten wir ja da so ein bisschen hin drüber wegsehen erstmal. So, dass wir es einigermaßen verstanden haben, aber ihr habt gesehen, wir haben es doch nicht so richtig verstanden dagegen. Ich fand meine Kampfperformance astrein. Großartig. Sehr gut. Don't do it like him. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, uns ein bisschen zuzugucken. Wir hatten Freude dran und vielleicht könnten wir euch die Nase ein bisschen lang machen auf King's Bounty 2. Schaut mal rein. Wir haben es genossen und wir sehen uns hoffentlich bald wieder hier, wenn wir das nächste Mal zocken. Bis dann.